Stopp! Esst diesen Camembert auf keinen Fall. Wenn ihr in den letzten Tagen bei Edeka, Rewe oder im Feinkostladen Käse gekauft habt, müsst ihr jetzt ganz genau hinschauen. Es gibt eine offizielle Warnung vor lebensgefährlichen Bakterien. Wisst ihr eigentlich, ob eure Lieblingsmarke gerade einen Rückruf hat oder ob sie im neuesten Ökotest komplett durchgefallen ist? Könnt ihr wirklich sicher sein, dass in eurem Kühlschrank nicht gerade eine gefährliche Bakterienbombe lauert, die sogar Nierenversagen auslösen kann? Auf dem letzten Platz und aktuell eine echte Gefahr für euch: der Camembert de Normandie von Guillot. Er wird oft unter der Marke La Réserve des Crémières an den Käsetheken von Edeka, Rewe, Kaufland oder in Feinkostläden verkauft. Warum Platz 10? Es gibt seit dem 26. März 2026 eine offizielle EU-weite Alarmmeldung. Betroffen ist die 250 Gramm Holzschachtel mit der Chargennummer 031241 und den Haltbarkeitsdaten 8. April und 12. April 2026. Im Labor wurden Stec-Bakterien nachgewiesen. Was macht diesen Rückruf so besonders gefährlich? Erstens hochinfektiös. Schon kleinste Mengen, 10 bis 100 Bakterien, reichen aus, um euch schwer krank zu machen. Zweitens versteckte Gefahr. Die Symptome wie blutiger Durchfall oder Fieber treten oft erst 2 bis 10 Tage nach dem Essen auf. Man bringt es dann gar nicht mehr mit dem Käse in Verbindung. Schwere Komplikationen. Es droht das HUS-Syndrom. Das ist kein einfacher Infekt, sondern kann zu Nierenversagen, Hirnblutungen oder Schäden am Herzen führen. Besonders Kinder unter 5 Jahren und Menschen über 60 Jahren sind extrem gefährdet. Der Rückruf gilt fast deutschlandweit, von Bayern bis Hamburg. Habt ihr den Käse? Esst ihn nicht, packt ihn in eine Tüte, verschließt sie gut und bringt ihn zurück. Auf Platz 9 landet der Camembert von K-Classic von Kaufland. Er ist zwar super günstig, aber im Labor zeigt er sein wahres Gesicht. Hier wurden kritische Mineralölrückstände, kurz MOA, gefunden. Diese Stoffe haben in eurem Essen nichts zu suchen, da sie im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Dazu kommt ein viel zu hoher Salzgehalt, der weit über den Empfehlungen liegt. Billigpreis. Heißt hier leider oft schlechte Laborwerte direkt auf eurem Teller. Auf Platz 8 landen wir bei Aldi Nord und dem Casale Fresco. Er sieht im Kühlregal harmlos aus. Aber der extrem niedrige Preis hat einen Grund, den man leider schmeckt. In professionellen Blindverkostungen fällt dieser Camembert regelmäßig durch. Experten beschreiben den Geschmack oft als untypisch metallisch oder sogar unangenehm säuerlich. Das ist kein Zufall, sondern oft das Ergebnis einer viel zu schnellen, rein industriellen Reifung, bei der dem Käse keine Zeit gelassen wird, sein natürliches Aroma zu entwickeln, was aber richtig ärgerlich ist, während immer mehr Marken auf Weidehaltung setzen und das auch stolz zeigen, herrscht hier bei der Tierhaltung fast null Transparenz. Aldi Nord macht bei diesem Produkt ein riesiges Geheimnis daraus, unter welchen Bedingungen die Kühe für diese Milch leben mussten. Wollt ihr wirklich ein Produkt essen, bei dem die Herkunft so eine Blackbox ist? Nur um ein paar Cent zu sparen? Weiter geht's mit Platz 7 einer Marke, die ihr in fast jedem Supermarkt findet. Die Käserei Champignon. Sieht traditionell aus, ist aber pure industrielle Massenware. Was viele nicht wissen: damit dieser Camembert immer exakt gleich schmeckt und super cremig bleibt, wird im Labor ordentlich nachgeholfen. Hier kommen oft Stabilisatoren und Schmelzsalze zum Einsatz, die in einem wirklich traditionellen Camembert nichts zu suchen haben. Das Ergebnis? Ein Käse ohne Ecken und Kanten, dem der echte Charakter fehlt. In aktuellen Tests wird oft der faule oder muffige Nachgeschmack kritisiert. Der entsteht, wenn die Reifung nicht natürlich abläuft, sondern chemisch gesteuert wird. Wer ein ehrliches Naturprodukt sucht, wird hier leider enttäuscht. Ihr zahlt hier für den bekannten Namen, aber bekommt leider nur ein hochverarbeitetes Industrieprodukt. Auf Platz 6 landen wir bei der Eigenmarke Clever. Hier ist der Name leider nicht immer Programm, wenn es um echten Genuss geht.
In aktuellen Geschmackstests schneidet dieser Camembert oft nur mit einem müden befriedigend ab. Das Urteil der Experten? Charakterlos und zu fest. Ein guter Camembert sollte von außen nach innen weich werden. Dieser hier bleibt oft gummiartig und entwickelt kaum das typische Pilzaroma. Zwar gibt es hier keine Skandale bei den Inhaltsstoffen, aber die Produktion ist pure Massenware. Um den Preis so niedrig zu halten, wird bei der Reifezeit massiv gespart. Das Ergebnis ist ein Käse, der zwar sicher ist, aber eigentlich nach fast nichts schmeckt. Wer einen Camembert sucht, der auf der Zunge schmilzt, wird hier definitiv enttäuscht. Wir kommen jetzt gleich zu den Top 5. Da sind Marken dabei, die ihr garantiert täglich kauft. Wenn euch solche objektiven Checks helfen, euch im Supermarkt-Dschungel zurechtzufinden, dann lasst mir jetzt kurz ein Abo da und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr keinen Lebensmittelcheck mehr. Und wir sorgen gemeinsam für mehr Transparenz auf unseren Tellern. Auf Platz 5 landen wir bei Aldi Süd und dem beliebten Rahmcamembert von Milfiena. Ein echter Verkaufsschlager. Aber wer auf seine Gesundheit achtet, sollte hier ganz genau hinschauen. Dieser Camembert wirbt mit seiner besonderen Cremigkeit. Aber dieser Effekt wird teuer erkauft. Er gehört zu den Produkten mit dem höchsten Fettgehalt im Testfeld. Noch kritischer ist aber der Salzgehalt. Er liegt oft an der obersten Grenze dessen, was Ernährungsexperten noch als gesund einstufen. Obwohl er cremig ist, wird er in aktuellen Tests oft als überwürzt oder zu salzig kritisiert. Das ist ein bekannter Trick der Industrie. Wenn der Käse selbst wenig Aroma hat, wird mit massiv Salz nachgeholfen. Er ist zwar sicher und frei von Schadstoffen, aber eine ausgewogene Ernährung sieht definitiv anders aus. Auf Platz 4 haben wir einen Klassiker für den schnellen Hunger. Den Backcamembert von Prestige. Er schmeckt fast jedem. Aber ist er auch ein guter Käse? Hier müsst ihr aufpassen. Das ist kein reiner Camembert, sondern ein hochverarbeitetes Kombiprodukt. Damit die Panade hält und der Käse beim Backen nicht wegläuft, stecken hier oft Schmelzsalze und Stabilisatoren drin, die in einem hochwertigen Naturkäse absolut nichts zu suchen haben. In aktuellen Tests punktet er zwar beim Geschmack der Panade, aber der Käsekern selbst wird oft als strukturlos und geschmacksneutral kritisiert. Er ist sicher und frei von Schadstoffen. Aber wer echten Camembert-Genuss sucht, bekommt hier eigentlich nur eine warme Käsemasse mit viel Fett und Kohlenhydraten. Ein bequemes Fertiggericht, aber weit weg von Spitzenqualität. Auf Platz 3 landen wir bei einem echten Giganten aus Frankreich, den ihr wirklich in jedem Supermarkt findet. Präsident. Wenn ihr den klassischen, typisch französischen Camembert-Genuss sucht, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Im krassen Gegensatz zu den günstigen Eigenmarken, er hat diese berühmte, butterweiche Konsistenz, die von außen nach innen perfekt reift. In aktuellen Tests wird immer wieder das feine, nussige Pilzaroma gelobt. Hier schmeckt nichts künstlich, säuerlich oder metallisch. Ein Beweis für jahrzehntelange Erfahrung in der Käseherstellung. Obwohl es sich um ein industriell gefertigtes Produkt handelt, sind die Hygienestandards bei der Lactalis-Gruppe, dem Hersteller, extrem streng. Während andere Marken mit Mineralölrückständen, kurz MOA, oder Bakterienskandalen kämpfen, schneidet Präsident in Sachen Reinheit regelmäßig hervorragend ab. Keine Schadstoffe, keine gefährlichen Keime. Warum ist es nicht Platz 1 oder 2? Ganz einfach. Es ist kein Bioprodukt. Das bedeutet, es gibt keine strengen, kontrollierten Vorgaben zur Weidehaltung oder zum Futter der Kühe. Aber wer einen absolut zuverlässigen, geschmacklich erstklassigen Camembert sucht, der immer hält, was er verspricht, macht hier absolut nichts falsch. Ein echter Preis-Leistungssieger im Markenbereich. Auf Platz 2 landen wir bei Alnatura. Wenn euch eure Gesundheit und die Umwelt wichtig sind, ist das eure erste Wahl im Bioregal. In den neuesten Analysen, unter anderem von Ökotest,
räumt dieser Camembert regelmäßig die Bestnote sehr gut ab. Während fast die Hälfte der konventionellen Konkurrenz mit Mineralölrückständen, kurz MOA, zu kämpfen hat, ist dieser Käse absolut sauber. Hier gibt es keine versteckten Schadstoffe, keine Pestizidrückstände und erst recht keine chemischen Reifebeschleuniger. Was diesen Käse so besonders macht: Er stammt aus streng kontrollierter biologischer Landwirtschaft. Das bedeutet für die Kühe viel Weidegang, frische Luft und Futter ohne Gentechnik. Und das ist kein Marketing-Gag. Das schmeckt man. Die Konsistenz ist natürlich cremig, ohne dass mit Sahne oder Verdickungsmitteln getrickst wurde. Sogar bei der Verpackung wird hier mitgedacht, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Ein ehrliches, sauberes Naturprodukt. Das beweist, Qualität und Verantwortung haben ihren Preis. Aber eure Gesundheit wird es euch danken. Aber jetzt mal, Hand aufs Herz. Welche Marke landet bei euch normalerweise im Einkaufswagen? Achtet ihr auf Bio-Qualität wie bei Alnatura oder greift ihr doch eher zum günstigen Discounter-Käse? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Und vergesst nicht, dieses Video an eure Freunde und Familie zu schicken, damit niemand aus Versehen zum gefährlichen Rückrufkäse greift. Bevor wir jetzt zum absoluten Champion kommen: Wer von euch liebt nicht auch einen richtig guten Gouda? Ich habe mir nämlich auch die 10 beliebtesten Gouda-Marken vorgenommen und dort Dinge gefunden, die euch garantiert schockieren werden. Schaut euch das Video unbedingt nach diesem hier an, damit ihr auch beim Schnitt Käse auf der sicheren Seite seid. Hier ist er, der absolute Champion auf Platz 1, der Rahm Camembert von Scherdinger. Wenn ihr keine Kompromisse bei Reinheit, Geschmack und Tradition machen wollt, dann ist das Auer Käse. Warum die unangefochtene Nummer 1? In den aktuellsten Laboranalysen lässt Scherdinger die gesamte Konkurrenz hinter sich. Während andere Marken mit Mineralöl, kurz MOA, zu viel Salz oder sogar gefährlichen Bakterien kämpfen, ist dieser Käse makrellos sauber. Keine Schadstoffe, keine Gentechnik und vor allem absolute Sicherheit bei jedem Bissen. Das Geheimnis liegt in der Zeit. Scherdinger lässt seinem Camembert die nötige Ruhe zum Reifen. Das Ergebnis ist eine unfassbare Cremigkeit und ein mild feiner Geschmack, der im Abgang weder metallisch noch säuerlich wirkt. In Blindverkostungen wird er regelmäßig als der authentischste Camembert bewertet. Was diesen Testsieger so besonders macht, ist das Reinheitsgebot. Die Milch stammt von Bauernhöfen, die höchste Standards bei der Fütterung und Haltung garantieren. Hier bekommt ihr ein ehrliches Stück Handwerk auf den Teller. Das zeigt, echte Qualität braucht keine Chemietricks. Wer das beste Erlebnis für seinen Gaumen und sein Gewissen sucht, greift zum Scherdinger, mein dringender Rat. Schaut sofort in euren Kühlschrank. Wenn ihr den Chilo Käse mit der Nummer 0312R41 findet, rührt ihn nicht an und bringt ihn zurück. Eure Gesundheit ist wichtiger als ein paar Euro. Aber wie sieht es beim absoluten Klassiker aus? Ein Gouda. Wird dort auch bei der Reifung getrickst? Oder gibt es ähnliche Bakteriengefahren? Klickt jetzt direkt hier auf das Video zum großen Gouda-Check. Dort geht die Reise weiter. Bleibt gesund, passt auf eure Inhaltsstoffe auf und wir sehen uns. Ein Gouda, Dio.